Ein herzliches Hallo und willkommen bei Womo-Reisen, Viola und Uwe. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Solltet ihr es noch nicht gemacht haben, freuen wir uns natürlich auf jeden Abo. Wir werden das hier nochmal mit einbringen, die Glocke drücken und dann werdet ihr keine weiteren Filme von uns natürlich verpassen. Das Thema heute, wir sehen es, wir stehen idyllisch fast im Wald, im Grünen, ist bei uns hier hinterm Haus. Es geht ganz einfach mal darum, dass man ganz einfach mal die Stellplatzsituation, die wir derzeit haben in Deutschland, aufgrund des hohen Zuwachses im Camping- und Wohnmobilbereich, ganz einfach mal drauf eingeht. Die normalen Regeln, die Regeln, wie verhalten wir uns als Camper, wenn wir irgendwo auf einem Stellplatz, auf einem Campingplatz, auf einem Freisteherplatz in einer Gemeinde oder in einer Stadt oder auf einem Privatgelände zu Besuch sind, als Gast uns irgendwo hinstellen. Der Anreiz zu diesem Film hat uns folgendermaßen dazu bewegt. Wir waren vor circa 3-4 Wochen unterwegs gewesen mit Freunden, mit dem Wohnmobil, bestimmte Wohnmobilstellplätze besucht und unter anderem waren wir auf einem Wohnmobilstellplatz gewesen und da herrschte ein regelrecht rauer Ton. Liebe Freunde, wir haben schon viele Jahre Camping, aber so einen rauen Ton, so einen beherrschenden Ton auf einem Wohnmobilstellplatz, Campingplatz oder Freisteherplatz ist uns in den vergangenen Jahren noch nicht vorgekommen. Woran liegt das? Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare. Was ist eure Meinung? Woran liegt das, dass hier so ein manifester Ton auf den Stellplätzen und Wohnmobilstellplätzen, wie er hier in der letzten Zeit herrscht? Deshalb machen wir ganz einfach mal diesen Film, dass ganz einfach viele sich diesen Film auch einmal anschauen, ganz einfach mal zu Gemüte führen. Wir sind Camper, wir sind Wohnmobilisten, wir sind zu Gast auf fremden Grund und Boden, auf fremden Territorien. Und wir haben uns zu benehmen, weil wir Gast sind und weil wir ganz einfach schöne Tage verbringen wollen. Und natürlich auch, dass uns diese wundervollen Plätze, die wir besuchen, die wir besucht haben, uns ganz einfach auch erhalten bleiben. Wir gehen jetzt mal rein ins Wohnmobil. Wir stehen jetzt hier bei uns hinterm Haus. Und wir gehen jetzt mal rein ins Wohnmobil, weil es fängt bestimmt gleich an hier zu regnen. Das ist kein Lehrfilm in diesem Sinne, das soll auch nicht mit erhobenen Händen sich hier deuten, sondern es soll ganz einfach einmal ein Hinweis sein für viele Neucamper, für viele Camper, die neu anfangen. Wie verhalte ich mich auf Stellplätzen, wie verhalte ich mich auf Campingplätzen oder auf Freisteherplätzen? Was kann ich dazu beitragen, damit uns diese Plätze in der Form, wie wir sie jetzt vorfinden, auch erhalten bleiben? Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, wir sitzen im Wohnmobil. Und wir wollen jetzt ganz einfach mal diese Regeln mal durchgehen. Das sind ungeschriebene Gesetze, das sind vielleicht so die sogenannten goldenen Regeln. Was hat uns dazu bewogen, diesen Film zu machen? Ganz einfach mal kurz umrissen. Wie ich schon angesprochen habe, waren wir unterwegs gewesen und haben eine Rundreise gemacht mit Freunden und haben einen Stellplatz bezogen mit unseren Reisemobilen. Und auf dem Reisemobilplatz unter anderem auch ein älteres Ehepaar, die anscheinend die Meinung vertreten haben, der Platz wäre ihnen und sie sind der Meinung, dass sie hier, sagen wir mal, bestimmte Regeln hier auch umsetzen können in ihrem Camperleben. Es ging ganz einfach darum, dass wir den Stellplatz bezogen haben und natürlich 3 Reisemobile auf einem Schlag schon eine ganze Menge an Fläche hier besetzen. Auf jeden Fall kam der gute Herr auf uns zu, völlig erbost und machte uns klar, kurz umrissen machte er uns klar, dass wir mit unseren neuen Reisemobilen hier auf dem billigen Reisemobilstellplatz nichts verloren hätten und wir sollten doch bitte weiterfahren und uns einen Stellplatz suchen, der unseren Fahrzeugen entsprechend vom Preis etwas gehobener wäre.
Das hat uns bewogen auch, oder mich persönlich mal bewogen, diesen Film zu machen. Denn ganz einfach ist uns aufgefallen, in den letzten 12 Monaten ganz verstärkt, die allgemeine Situation, die allgemeine Camper-Situation ist für uns alle nicht einfach. Die Plätze sind nahezu voll, die Wohnmobilstellplätze sind voll, die Freisteherplätze sind voll. Und deswegen möchten wir ganz einfach mal diese goldenen Regeln an viele weitergeben, die jetzt neu in unser wundervolles Hobby eingestiegen sind, die jetzt neu natürlich unterwegs sein werden. Was bedeutet das? Die goldenen Regeln, das sind natürlich Regeln, an denen man sich halten sollte. Es gibt auf Campingplätzen Campingplatzregeln, da muss man sich dran halten. Wenn man sich nicht dran hält, ist meistens ein Platzverweis dahinter oder eine Abmahnung dahinter. Aber das haben wir natürlich auf den meisten Wohnmobilstellplätzen oder auf den meisten Freisteherplätzen nicht. Deshalb gibt es die ganz normalen Camper-Regeln und uns untereinander natürlich auch gegenseitig helfen. Ja, liebe Freunde, die erste goldene Regel, ich sage es immer wieder, ist natürlich die Regel, an einem Stellplatz neu ankommt. Ein freundlicher Gruß zu seinen Campingnachbarn gehört ganz einfach zum guten Ton. Hier möchte ich auch nichts weiter dazu sagen. Das heißt, ein ganz normales, freundliches in den Augen schauen, Hallo oder ein wundervolles Guten Morgen oder Guten Tag, wie geht's, ist angebracht, gehört ganz einfach zum guten Ton der Camper und natürlich auch zu unserer Kinderstube. Dann die nächsten Regeln sind natürlich für viele selbstverständlich, für einige wiederum nicht. Der Müll wird da entsorgt, wo wir die entsorgen können. Das heißt, wo wir Entsorgungseinrichtungen des Mülls haben, Mülltonnen etc. Dort wird auch unser Müll entsorgt und getrennt. Ist selbstverständlich für einige oder für die meisten. Es gibt aber auch immer wieder Ausnahmen, die sich nicht in der Lage fühlen, ihren Müll entsprechend zu entsorgen. Wenn ich keine Entsorgung vor Ort habe auf einen Stellplatz, nehme ich meinen Müll mit und dann wird er unterwegs oder auf dem nächsten Stellplatz entsorgt. Eine weitere Regel ist, wir sind auch Hundebesitzer. Auf einem Stellplatz werden unsere Hunde grundsätzlich angeleint. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Hunden. Deshalb werden unsere Hunde angeleint, damit sie andere nicht stören, andere Stellplätze nicht betreten oder überqueren. Ein ganz leidiges Thema ist das Thema Abwasser. Das heißt, wenn ich mit dem Reisemobil mein Abwasser abgelassen habe und fahre weiter oder fahre zurück auf meinen Platz, wird mein Abwasserventil, mein Abwasserhahn am Reisemobil grundsätzlich geschlossen, damit ich keine Abwasserspur über den ganzen Platz hinter mir herziehe oder auf der Straße entlang. Ein ganz interessantes, hochinteressantes Thema ist das Thema Reservierungen auf Stellplätzen. Grundsätzlich ist es immer so, reserviert wird auf einem Stellplatz immer grundsätzlich vom Stellplatzbetreiber. Ist kein Stellplatzbetreiber vor Ort oder wird von dem Stellplatzbetreiber keine Reservierungen vorgenommen, werden wir auch grundsätzlich selbstgemachte, selbstgebastelte oder selbst situierte Stellplatzreservierungen unterlassen. Auch in der heutigen Zeit oder wir für Freunde und Bekannte einen Stellplatz reservieren, es werden Stellplatzabsperrungen grundsätzlich unterlassen, weil das ganz einfach nicht dazu gehört, dass man den Stellplatz absperrt. Eine andere Situation ist es natürlich, dass man seinen eigenen Stellplatz reservieren darf, wenn man den an dem gleichen Tag verlässt und man abends wiederkommt, dann ist es ganz normal, dass der Campingstuhl und der Campingtisch auf dem Stellplatz positioniert werden. Das ist ein Anzeichen für andere Wohnmobilisten und andere Anreisenden, dass dieser Platz grundsätzlich reserviert ist. Wir haben es schon mitbekommen, dass solche Reservierungen, wo Wohnmobilisten weggefahren sind, ganz einfach welche gekommen sind und haben diese Absperrung beiseite geräumt und haben sich auf diesen Platz gestellt. Grundsätzlich
Steht ein Tisch da, Auffahrkeile womöglich noch vor Ort liegen oder die Verlängerung, die Kabeltrommel noch vor Ort liegt und die Campingstühle und Campingtische auf dem Platz stehen, ist der Platz reserviert und der Wohnmobilist und derjenige ist irgendwo unterwegs und wird sicherlich an dem gleichen Tag wiederkommen. Es ist grundsätzlich gewollt, dass man auf Wohnmobilstellplätzen nicht reservieren kann, weil sonst die Flexibilität eingeschränkt wird. Das heißt, es sollte grundsätzlich auf Wohnmobilstellplätzen ein stetiges Anreisen möglich sein und ein stetiges Abreisen möglich sein. Und wenn Mitcamper und Mitwohnmobilisten anreisen, dass die natürlich auch einen entsprechenden Platz finden. Das ist eigentlich der Gedanke gewesen vor vielen Jahren, wo das aufgekommen ist mit den Wohnmobilstellplätzen. Der grundsätzliche Gedanke 24 Stunden ohne große Einschränkungen der Flexibilität, sich einen Stellplatz mit dem Reisemobil zum Übernachten zu suchen. Eine weitere Regel: Wenn wir einen Stellplatz befahren nach 22 Uhr. Also auf einem Campingplatz gibt es folgende Regel: Ab 22 Uhr ist die Schranke zu. Da kommt auch keiner mehr rein. Da wird auch keiner mehr rausgelassen. Das ist ganz einfach die Campingplatzregel. Und eine Regel gibt es bei Wohnmobilstellplätzen nicht. Dafür sind Wohnmobilstellplätze da, dass man 24 Stunden an- und abreisen kann und darf. Jedoch, liebe Freunde, ganz einfach. Wenn wir einen Stellplatz befahren nach 22 Uhr, dann halte ich an dem Stellplatz an und begehe erstmal zu Fuß den Wohnmobilstellplatz und suche mir in aller Ruhe zu Fuß einen Stellplatz aus, wo ich gut stehen kann, wo ich reinpasse und so weiter. Und erst dann gehe ich zurück zu meinem Reisemobil, hole mein Wohnmobil und befahre den Platz direkt zu dem Stellplatz, den ich mir ausgesucht habe. Es wird grundsätzlich als störend empfunden, wenn nach 22 Uhr Wohnmobile, Reisemobile anreisen und es werden x-beliebige Runden auf dem Wohnmobilstellplatz gedreht, bis man den passenden Stellplatz gefunden hat. Dann wird noch einrangiert, eingeparkt, auf den Hubstützen gefahren und so weiter. Das ist lästig für die Wohnmobilisten, die hier auf dem Platz stehen und sich schon in der Nachtruhe befinden. Deshalb denkt daran, immer wenn ihr einen Stellplatz befahrt, nach 22 Uhr anfahrt, lasst euer Reisemobil vor dem Stellplatz stehen und geht ganz einfach zu Fuß den Platz. So viele Reisemobile kommen nach 22 Uhr nicht, also es wird euch auch keiner diesen Platz da hier wegnehmen können. Ja, liebe Freunde, dass man natürlich auf dem Stellplatz nicht die komplette Nachbarschaft mit Musik beschallt, versteht sich natürlich von selbst, dass man eine angemessene Lautstärke für Musik hat. Das ist mittlerweile ja bekannt. Das macht man zu Hause ja auch in seltenen Fällen. Ein ganz wichtiger Punkt ist grundsätzlich die Kassettentoilettenentleerung. Bitte unterlasst es grundsätzlich, den Fäkalientank, die Fäkalienkassette mit einem Frischwasserschlauch zu spülen, wenn er vor Ort. Das heißt, ist auf Stellplätzen immer ausgewiesen Frischwasser und Gebrauchswasser, ein Gebrauchwasserschlauch. Ein Schlauch zur Spülung der Toilette ist an den meisten Wohnmobilstellplätzen vorhanden. Bitte nehmt auch nur diesen. Das Spülen der Fäkalienkassette mit einem Frischwasserschlauch, wo man das Wohnmobil mit Frischwasser betankt, ist generell zu unterlassen. Natürlich sollte man auch bedenken oder sich im Vorfeld kundig machen, wo kann ich meine Kassettentoilette entleeren. Auf keinen Fall wird die Kassettentoilette in den Regenwassergully entleert oder in die Natur. Diese Situation haben wir auch schon mal beobachtet vor einigen Jahren. Wir sind jetzt schon viele Jahrzehnte mit dem Wohnmobil unterwegs. Ich habe es bis jetzt live nur ein einziges Mal erlebt, dass ein Wohnmobilist, es war auch kein Deutscher, seine Kassettentoilette auf dem Stellplatz hinterm Busch entleert hat. Natürlich hat man dann so viel Courage und weist denjenigen dann auch ganz freundlich darauf
hin. Entleert eure Kassettentoilette nicht im Regenwassergully, das ist klar. Dann die nächste Problematik, Abstand zu seinem Nachbarn. Parken bitte so in den gekennzeichneten Flächen, das ist natürlich klar. Es gibt aber so viele Reisemobilstellplätze. Ich habe es jetzt wieder gesehen hier bei uns im Umkreis an der Elbe. Da stehen viele längs bzw. quer zur Elbe aufgrund der Sicht auf die Elbe und so weiter, spricht auch nichts dagegen. Jedoch, wenn der Platz sich extrem füllt, liebe Wohnmobilisten, liebe Camperfreunde, dann stellen wir uns doch bitte so hin, dass jeder einen Platz hat, auch in der ersten Reihe, und wir stellen uns nicht quer zum Sichtfeld, sondern wir stellen uns nebeneinander im Sichtfeld. Der Abstand zu seinem Nachbarn, es wird grundsätzlich gesagt, oder viele Wohnmobilfreunde erwarten das, dass man mindestens eine Fahrzeugbreite zu seinem Nachbarn hält. Das heißt, auch jetzt, wenn die Plätze so sehr überfüllt sind, rücken Sie Ihren Campingnachbarn nicht zu sehr auf die Pelle, das ist unangenehm. Lassen Sie ihm die Freiheit, lassen Sie den Abstand zum benachbarten Reisemobil, mindestens eine Fahrzeugbreite, normal sind 4 Meter, dass man eine gewisse Privatsphäre-Distanzabstand hat. Wenn man jetzt frei steht und hat sich einen Freisteherstellplatz ausgesucht, liebe Freunde, und wir befahren den Freisteherstellplatz, das heißt Freisteherstellplatz und es steht schon einer da, dann schaue ich in die Runde, ist genügend Platz zu meinem Nachbarn, kann ich mich da noch hinstellen oder nicht. Ich bevorzuge in solchen Situationen meist 50 bis 100 Meter bei Freisteherplätzen. Wenn die Möglichkeit nicht gegeben ist, dann fahren wir weiter. Das heißt, wenn ein Freisteher irgendwo steht mit einem Reisemobil, stellen Sie sich grundsätzlich erstmal nicht dazu. Wollen Sie das tun, reden Sie mit demjenigen und fragen ihn, ob ihn das was ausmacht. Lasst den entsprechenden Abstand zu eurem Wohnmobilnachbarn beim Freistehen. Ja, die nächste Problematik, was uns in den letzten 12 Monaten ganz enorm aufgefallen ist, ist das sogenannte laute Türen schlagen, relativ wenig von Reisemobilen etc., jedoch von Kastenwagen, die diese Schiebetüren haben, Schiebetür auf, Schiebetür zu, Schiebetür auf, Schiebetür zu. Jeder kennt das Geräusch, es ist ein lautes, knallendes Geräusch nach 22 Uhr, liebe Freunde, wer sowas hat. Vermeidet diese lauten Geräusche. Es ist unangenehm, es ist störend für diejenigen, die sich schon in der Nachtruhe befinden. Das Türen schlagen, das Türen auf und zu. Es ist natürlich ein Geräuschpegel da bei solchen Schiebetüren, also sollte man dies auch in Grenzen halten. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, das Thema Freistehen ist ein ganz interessantes Thema, zumal brisanter denn je wir jetzt in der Corona-Zeit beziehungsweise nach der Corona-Zeit, wo viele natürlich in Deutschland bleiben und in Deutschland ihren Urlaub verbringen und natürlich der Camping- und Wohnmobilboom ständig am Steigen ist, werden natürlich hier viele Plätze restlos überlaufen sein. Demzufolge werden sich viele Camper einen Freisteherplatz suchen. Ein paar Gedanken zu Freisteherplätzen. Wir betreiben Freistehen europaweit, solange wie wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Wir hatten noch nie Probleme mit Freistehen. Wir hatten noch nie Probleme, dass wir von irgendeinem Platz weggeschickt worden sind oder auf irgendein Vergehen hingewiesen worden sind. Noch nie in all den Jahren. Ein einziges Mal hat bei uns einmal die Polizei geklopft am Wohnmobil. Die wollten uns darauf hinweisen, dass wir uns in einem Waldstück befinden, wo Waldbrandstufe ist und wir natürlich nicht auf den Gedanken kommen sollten, hier zu grillen oder Feuer zu machen. Das war uns aber von vornherein klar. Die haben uns nur darauf hingewiesen, dass wir hier im Wald kein Lagerfeuer und kein Grillfeuer anzünden sollen.
Das war das einzige Mal, dass wir in den Jahren auf Freisteherplätzen angesprochen worden sind oder noch nie von einem Platz verwiesen worden sind. Wichtig beim Freistehen ist immer, schaut euch den Platz genau an. Kann ich da parken? Darf ich da parken? Ist das ein Privatgrundstück? Ist das ein öffentliches Grundstück etc.? Ist die ganze Geschichte unklar? Schauen wir immer nach im Umfeld, kann ich jemanden fragen, um mein Wohnmobil da abstellen zu können. Das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, natürlich auch auf Stellplätzen. Wir handhaben das in der Regel so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo bin und schaue, dann frage ich mich durch, wem gehört die Wiese, wem gehört die Fläche an dem See oder an der Ostsee oder wie auch immer, was bis zum Strand rangeht. Dann kriege ich die Auskunft, dieses Grundstück gehört dem Herrn XY, die wohnen da drüben oder das ist der Bauernhof. Dann fahre ich ganz einfach hin, frage ganz freundlich, biete Ihnen natürlich auch einen Unkostenbeitrag an. Und uns ist es grundsätzlich noch nie vorgekommen, dass wir eines Platzes verwiesen wurden oder uns verneint wurde, uns dort mit dem Reisemobil aufzuhalten. Das ist eine ganz normale Geschichte. Das heißt, da wo wir uns mit dem Reisemobil hinstellen, in freier Natur, das heißt ja auch frei stehen, ohne Ver- und Entsorgung, dann stehe ich auf einem Gelände, was mir persönlich nicht gehört und ich natürlich auf diesem Grundstück Gast bin, also verlasse ich das Grundstück immer so, wie ich es vorgefunden habe, vielleicht auch noch besser und natürlich, dass man hier nie auf eine Nachrede kommt, dass derjenige hier ein Wohnmobil oder einen Camper nochmal auf seinem Grundstück lässt, das Ganze verneint, denn das Ganze einfach befürwortet, wenn derjenige sagt, okay, ich bin da zufrieden, ich habe da kein Problem damit, ein Privater, dass der seine Wiese hier zur Verfügung stellt, wo ist denn dann das Problem? Die Toilette bleibt im Reisemobil, das Abwasser bleibt im Reisemobil, Campingstühle, Camping-Equipment ausräumen, fragen. Ganz einfach, Fragen kostet nichts. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Es gibt entweder ein Ja oder ein Nein. So einfach ist das nun mal. Und natürlich ein freundliches Auftreten. Und es wird immer ein kleiner Obolus in Form von 5 Euro oder 10 Euro angeboten, die grundsätzlich von demjenigen verneint werden. Aber ich biete das grundsätzlich immer an, denn das ist sein privates Grundstück und wenn ich die Erlaubnis bekomme, da zu stehen, dann mache ich das. Wenn ich jetzt auf freien Stellplätzen stehe, im Wald oder in Waldnähe oder auf Sportplätzen oder woanders, ist das ja grundsätzlich erlaubt. Da bleibt Camping-Equipment in der Regel immer im Wohnmobil und da wird der Stellplatz genauso verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Das Ganze gilt natürlich in jedem Land, in jeder Region, überall. Ich spreche das jetzt speziell auch mal an für dieses Jahr. Wir haben es gesehen, dass sehr viele freistehen werden. Und natürlich die Gemeinden da ein Auge drauf haben. Wie funktioniert das? Wir wollen uns diese schönen Plätze natürlich auch bewahren. Demzufolge benutzen wir die Stellplätze immer mit Achtung und Respekt, weil wir zu dem Zeitpunkt da auf dem Stellplatz Gast sind. Ja, das Thema Freistehen ist, wie gesagt, ein brisantes Thema, ist ein hochinteressantes Thema. Natürlich findet man hier die wunderschönsten Stellplätze vor. Wir werden natürlich hier, wenn wir freistehen, irgendwo keine Veränderungen oder keine Eingriffe in die Natur vornehmen, also keine Äste irgendwo absägen oder Bäume fällen oder hohes Gras breit fahren oder wie auch immer. Wenn mir ein Platz zur Verfügung gestellt wird von einem privaten Eigentümer, dann lasse ich mir das zeigen, wo kann ich auf der Wiese parken, wo soll ich mich hinstellen. Da gibt es mehr als genug. Wir sehen es ja auch bei Landvergnügen. Da ist es ja ähnlich so, dass im Grunde genommen wir alle Gast sind bei derjenigen Familie, die uns ganz einfach den Stellplatz zur Verfügung stellt.
wenn die natürlich immer permanent diesen Stellplatz auf ihrer schönen grünen Wiese permanent sauber machen müssen, dann werden diese Gastgeber natürlich nicht lange ihr Grundstück mehr zur Verfügung stellen. Ist ja wohl logisch, würden wir auch nicht machen. Das heißt, wenn wir permanent Gäste haben, die ihren Müll oder ihre Fäkalien auf der Wiese hinterlassen, nach gewisser Zeit auch sagen euch zu, wir lassen das ganz einfach, das ist uns zu aufwendig. Wir respektieren natürlich auch die Privatsphäre und die Ruhephasen und die Ruhezeiten unserer Gastgeber, wenn wir jetzt in unmittelbarer Nähe stehen. Ja, liebe Freunde, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, das waren ganz einfach mal diese brisanten Themen, die uns natürlich auch am Herzen liegen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich der freundliche Gruß. Es gehört zur guten Kinderstube, dass man ein freundliches Hallo zu seinen Nachbarn sagt, dass man Rücksicht nimmt auf seine Nachbarn etc., dass man grüßt auf dem Stellplatz, dass man Lärm ganz einfach unterlässt auf dem Stellplatz. Davon geht man die meisten aus. Es gibt ganz einfach ein schlichtes Motto: Behandelt bitte andere Leute so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und Rücksichtslosigkeit kommt natürlich auf einem Stellplatz grundsätzlich nicht gut an. Ja, liebe Mitreisenden, vielleicht findet sich der ein oder andere wieder, der gerade das Video angeschaut hat und wird sagen, okay, ach, das hatte ich ja letzte Woche gerade erst gehabt, weißt du noch, der und der und so weiter. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, was ihr vor Regeln so denkt, haben wir was vergessen, aber das waren so mal unsere wichtigen Punkte gewesen, dass wir ganz einfach ein wundervolles Miteinander haben, dass wir ganz einfach miteinander toll auskommen. Wir nutzen den Stellplatz alle gemeinsam. Wir haben das gleiche Hobby und Wohnmobilreisen heißt Freiheit pur, das wissen wir alle. Und wenn wir einen Stellplatz beziehen und der ist kostenlos, kostet 5 Euro oder 10 Euro oder 15 Euro, dann habe ich nur den Platz bezahlt, liebe Freunde. Ne? Und eventuell die Stromkosten sind mit inklusive oder die Fähr- und Entsorgung. Das war's aber auch schon. Ich habe hier nichts für den Preis all-inclusive, darf ich hier auch nicht erwarten. Das heißt, ich benehme mich auch so, wie ich das von anderen erwarte. Und dann kommen wir super alle miteinander aus und kommen natürlich über die Zeit hinweg, wo jetzt hier in Deutschland sämtliche Wohnmobilstellplätze, Campingplätze, Freisteherplätze restlos überfüllt sein werden. Ein kleiner Tipp für Wohnmobilreisenden mit Familien und Kindern, da haben wir, ich verlinke es nochmal mit unserem Film, der ultimative Stellplatz-App-Film mit Google Maps, dass ihr euren Stellplatz, wo ihr hinfahren wollt, im Vorfeld reservieren könnt. Somit habt ihr eine unkomplizierte und sichere Anreise mit Kindern. Ja, liebe Freunde, geregnet hat es nicht bei uns. Wir gehen ganz einfach noch mal kurz raus, dass wir noch mal die Freiheit und die Natur genießen können. Ja, liebe Freunde, ihr hört's, Natur pur. So sollte ein Stellplatz sein, so sollte ein Stellplatz im Grunde genommen auch aussehen. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Reisemobilfreunde, das war es ganz einfach mal. Das lag uns ganz toll auf dem Herzen. Aber nichtsdestotrotz ein freundliches Hallo. Wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin.